Diese Woche haben wir gelernt, wie wichtig eine Dropleine beim Ankern ist, und außerdem hat Sven jede Menge noch zu reparieren. Wieder mal ein Abenteuer, was nicht so ganz ohne war. Wir sind in Bognoli in der Bucht unweit von Neapel eingelaufen, haben auf die Karte geschaut. Es war eine Bucht, wo es eine kleine Marine oder so was Ähnliches war. War eine Sperrzone gekennzeichnet und ein Bereich, wo ein Anker war. Wir haben unseren Anker reingeworfen, alles war okay. Wir haben uns gewundert, es war so eine rote Tonne irgendwo direkt neben uns. Haben wir aufgepasst, dass wir die liegen lassen neben uns und waren happy, haben unser Zelt aufgebaut. Mit einmal rief von draußen jemand in Uniform erst haben wir lange geschaut, was er dann eigentlich will. Dann habe ich ihm zu verstehen gegeben, dass wir über VHF das gerne machen können, über Funk. Und dann haben sie mich darauf hingewiesen, da ist ein Schild gewesen, ein gelbes, das ist sehr weit weg. Ich konnte es nicht lesen vom Boot aus. Habe ich mir ein Fernglas genommen und da stand mit einmal Militärzone. Und die Militärzone war genau die rote Tonne als Grenze kenntlich gemacht. Naja, okay, ein kleiner Fehler gemacht. Wir haben das natürlich sofort revidiert. Anker probiert hochzunehmen und dann begann das große Problem. In der Militärzone haben wir eine Boje, die am Boden lag, aufgehoben mit entsprechenden Ketten. Und ja, Melanie hat probiert, das entsprechend hochzubekommen, was natürlich nicht funktioniert hat, weil erstens waren die Ketten ganz schön schwer und die Boje alles sehr unhandlich, und es war am Anfang auch nicht ganz klar, ob die Boje fest verankert war mit dem Boden, mit dem Meeresboden oder nicht. Und als wir dann immer weiter reintrieben in die Bucht, immer näher an die Militärzone rein, habe ich mich entschlossen, dass wir einfach mal die Plätze tauschen. Melanie übernimmt das Ruder und ich habe probiert, mit einer Dropleine entsprechend irgendwie aus diesem herauszukommen, und habe festgestellt, dass die Boje mit dem Ankergeschirr gar nicht mehr mit dem Meeresboden verbunden war. Das ist ungefähr so ein Meter Kette war mit der Boje entsprechend dran. Es war ja keine Boje mehr, es war erst so ein Rest, war einfach nur ein Plasterrest. Abgegangen wahrscheinlich, untergegangen, weg, und ja, wie immer, man findet halt im Hafen eine ganze Menge an Mist oder Müll oder Ketten oder Seil. Ja, was haben wir gemacht? Ich habe kurz entschlossen gesagt, wenn die nicht fest mit dem Boden verbunden ist und es nur ein Meter ist, dann fahren wir schön langsam aus dieser Bucht in den Bereich rein, wo man ankern konnte. Mit den entsprechenden Geschirr, das haben wir dann auch getan, und an der Stelle, die geeignet war, haben wir dann den Anker wieder reingeworfen und haben Plan B entwickelt. Plan B war im Endeffekt nichts anderes, das war wieder an einer sicheren Stelle und zum Zeitpunkt, wo nicht so viel Wind war, den Anker hochgenommen haben. Ich mit einer Leine entsprechend die Ketten umwickelt habe, an der Front, an der Steuerbordseite auf dem Poller die Seil festgelegt habe, mit dem anderen Ende, wie gesagt, durch die Kette durch. Und dieses Ende habe ich dann auch wieder mit dem Poller verbunden und immer straffer gezogen, bis die Kette im Endeffekt nur noch an dem Seil hing und der Anker eigentlich lose vor sich hin hing. Und dann habe ich probiert, den Anker entsprechend aus dieser Schlinge zu lösen, indem ich immer mehr den Anker nachgegeben habe, was auch funktioniert hat. Ergebnis war, wir haben den Anker wieder hochgenommen und dann habe ich das Seil gelöst und die Kette mit der Boje ist zum Meeresboden gefallen, natürlich an einer Stelle außerhalb des Ankerbereichs, damit nicht noch mehr entsprechend dieses auflesen. So, dann sind wir zurückgefahren an unserer sicheren Stelle, haben unseren Anker reingeschmissen und wir waren happy. Tag war gelaufen. Richtig, jetzt reicht es erstmal. Ja. Entspannung, und jetzt geht's dann, morgen gehen wir nach Ischia. Das soll es auch ganz schön sein. Die andere Insel war zwischendurch noch, die wir da besuchen wollen. Ischia, genau. Genau, da Procida. Ja, genau, Procida wollen wir. Genau, richtig.
so wie immer versuchen wir jetzt hier irgendwo mit Mutter hinzufahren und ja, der Mutter steigt natürlich zwischendurch aus. Diesmal hat wenigstens Paddel dabei. Also. Heute sind wir in Ischia angekommen. Hier in der Bucht haben wir den Anker reingeworfen. Nach wenigen Minuten kamen die Fischerleute und haben uns aufgesucht und darauf hingewiesen, dass hier ein Fischergebiet, das ist hier Fischen. Die haben halt ein Netz ausgeschmissen, ein großes. Genau, uns gebeten, dass wir da gehen. Das haben wir dann auch gemacht, haben dann dummerweise das Netz auch aufgefangen. Und in einer relativ heiklen Situation haben wir auch dieses Netz wieder losbekommen. Na, du hast es mit diesem Enterhaken, Messer. Genau, zum Glück haben wir es nicht kaputt gemacht, das war unser Glück. Wir haben halt, Sven, du hast wieder so eine, Sven hat mal wieder wie so eine Tropfleine, also vorne am Anker, da ist ja dieser Bügel und da haben wir ein Seil reingemacht, um den Anker hochziehen zu können und dann halt den Rest mit einem Enterhaken gemacht. Ja, dann wussten wir nicht so richtig, was wir machen und sind dann in den Nachbarhafen gefahren, an die Westküste. Dort war aber so ein großer Welle, dass wir da eigentlich nicht ankern konnten und auch der Platz war viel zu windig, sodass wir wieder uns entschlossen haben, zurückzugehen zu der ehemaligen Bucht, wo wir die Fischerleute getroffen haben, sind etwas weiter in Richtung Osten gegangen an der Nordseite und haben da wieder erneut den Anker reingeschmissen. Hat gehalten. Leider kamen die Fischerleute wieder und sagten uns, dass sie auch Fischernetze gespannt haben und ich nochmal extra in der Karte geschaut habe und dieses Gebiet als Ankergebiet ausgewiesen worden ist, sodass ich mich dann auch entschlossen habe, nochmal hier an den Rand zu fahren, wo Leute auch rumstanden, um mich zu erkundigen. Die Leute waren so nett und haben mir gesagt, Mann, hier kannst du da reinfahren, hier ist eine kleine Bucht, wie eine Art Marina und kannst festmachen und haben dann mit dem Besitzer telefoniert. So waren wir zumindest der Meinung und haben dann gesagt, ja, kannst du rein, gibst den 25 € pro Tag und dann ist das okay. Anker wieder hoch, reingefahren in die Marina, die Leute haben nett uns geholfen, super, wir waren richtig happy, sind dann essen gegangen, schöne Muscheln, Melanie hat Bruschetta gegessen. Und Salat halt, mittags essen. Genau. Und heute Abend kam der versprochene Mensch vom Office von dieser kleinen Harbor und teilte uns mit, dass er 85 € haben wollte und wir sind pro Tag. Pro Tag ist uns allen Häuschen gefallen. Wir haben gesagt, Jungs, das machen wir nicht mit. Wir haben hier 25 € durchaus gemacht. Das geht nicht. Dann verlassen wir wieder diesen kleinen Bereich. Erst recht, weil hier auch nichts da ist. Kein Elektro, gar nichts, kein Wasser, keine Toiletten, keine Duschen, nichts. Und haben gesagt, dann gehen wir wieder raus und ankern wieder da, wo wir diesmal hoffentlich keine Fischerleute stören. Haben wieder Anker geschmissen außerhalb der Netzbereiche. Diesmal haben wir auch die Telefonnummer von der Kapitanerie, die für das Gebiet zuständig ist, weil es ist ein Ankergebiet definitiv. Und ja, jetzt machen wir uns einen schönen Abend und gucken gerade in den Sonnenuntergang hier auf Ischia. Wunderschöne Wolken sind vor uns und morgen sind wir auch noch hier und übermorgen geht es dann weiter. Vor 2 Tagen waren wir ja eher auf der Insel, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, Außenborder ausgegangen, wir wussten nicht warum und seitdem hatte ich keine Zeit, jetzt habe ich erst einen Tag Zeit, mich darum zu kümmern. So, als erstes ist beim Anlassen nicht mehr die Schwungscheibe gekommen, die ist einfach blockiert. Als zweites ist am Bowdenzug, konnte man den Vorwärts- und Rückwärtsgang nicht mehr richtig einstellen. So, was habe ich als erstes gemacht? Ich habe die Abzugvorrichtung abgebaut, habe mir die Mechanik angeschaut und habe festgestellt, dass der Bowdenzug in der Neutralstellung eine Anti-Blockierfunktion hat. Und die habe ich wieder komplett neu eingestellt und wieder angebaut. Als zweites habe ich die
Gangfunktionen so weit kontrolliert, dass die entsprechend so sind, dass man das auch in den Gang reintun kann und das neutral ist. Immer noch nicht hat sich bewegt. Wieder Anzugeinrichtung abgebaut und die Schwungscheibe noch mal geguckt, ob die entsprechend locker war. Und die war fest und die habe ich leicht gedreht und siehe da, es geht wieder. So, jetzt wollen wir mal Probe aus Exempel machen. Ich habe jetzt noch nichts weiter probiert, außer dass der Motor, wenn ich gut bin, wenn alles funktioniert hat, wieder so laufen müsste. Wichtig ist immer noch, wenn man einen zweiten Tank, einen Tank hat für den Außenborder, dass man den hinlegt und vorher lüftet. Das heißt, dass für den Tank das Ventil einmal kurz aufmacht. So, Anwasser draußen, Standgas. So, heute Ventotene. 20 Seemeilen von Ischia weg. Wir sind heute hier in den Hafen eingelaufen. Hatten leider nicht gleich jemanden von der Marine. Waren etwas hilflos. Im Hafen hat man uns nicht geholfen, obwohl auf Kanal 16 extra darauf hingewiesen worden ist, dass hier auch immer gehört wird. Das war leider nicht der Fall. Dann halt einfach die Telefonnummer uns bei Google Maps rausgesucht und den Herrn angerufen und er konnte ein bisschen gebrochenes Englisch und er hat mich auf jeden Fall verstanden, dass wir jetzt hier im Hafen stehen und auf ihn warten und dann kam er nach 2-3 Minuten war er da und hat uns super geholfen. Genau, und ja, der kleine Hafen, unscheinbar nicht unbedingt ruhig, aber ein sehr schöner Ort. Wir haben das Boot festgemacht, sind hoch in den Ort gelaufen, ein bisschen gewandert oben durch den Ort durch. Es gibt ein paar kleine Fischergaststätten, hinten eine schöne Bucht zum Schwimmen und die Hafenmauer ist mit Graffiti, das sieht cool genau, aus. Und in der Stadt gibt es überall so Künstler, die so kleine Bilder bemalt haben, die Elektrohäuschen. Ja. Ansonsten gibt es ja nicht allzu viel. Ich denke mal, im Sommer ist hier wesentlich mehr los. Außerhalb der Zeit ist das natürlich wunderschön. Und wir schauen mal, dass wir heute Abend irgendwas Schönes, Leckeres essen können. Denn uns sind so 1-2 Sachen empfohlen worden. Eigentlich sollen hier die roten Linsen, ist eine Spezialität auf der Insel. Wir lassen uns mal überraschen, ob das so ist oder was wir anderes Schönes finden. Genau, das war's dann jetzt erstmal für diese Woche. Wenn dir unsere Videos gefallen, freuen wir uns über Likes und Kommentare. Natürlich kannst du auch sehr gerne unseren Kanal abonnieren und wir freuen uns auch immer über Nachrichten, wie du es findest oder ja, wenn du neue Anregungen hast oder dich einfach mit uns austauschen willst. Du kannst auch jederzeit bei uns mitsegeln, also es ist immer die Möglichkeit, wenn frei ist. Wenn frei ist, genau. Wenn Platz frei ist, kannst du immer gerne mitkommen. Schreib uns einfach eine Nachricht oder geh auf unsere Internetseite unter mitsegeln.de, also Blue Water Travel Sailing / mitsegeln und da einfach anfragen oder wie gesagt einfach eine Nachricht über die alle möglichen Kanäle schreiben. Genau, dann wünschen wir dir noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Genau.